Es ist November, als ich wieder in Mumbai bin. Jahrelang hatte ich mich bei meinen Reisen geweigert, nach Mumbai zu reisen. Zu abschreckend war das, was ich über diese Stadt gehört und gelesen hatte. Armut und Schmutz auf Schritt und Tritt, die größte Megacity Indiens und total übervölkert. Doch dann hatte ich in Kerala eine Frau kennengelernt, die sagte: Kommen Sie nach Mumbai, Sie werden überrascht sein, wie schön diese Stadt ist. Ein paar Monate später durfte ich geschäftlich nach Mumbai reisen, auf der Suche nach organisch gefärbten Kleidungsstücken. Immerhin habe ich mittlerweile begriffen: Erwarte nichts und du wirst reichlich beschenkt. Und das gilt für Indien und den Rest der Welt. Am frühen Morgen ist hier schon alles auf den Beinen. Die Menschen nutzen diese Stunden für die schweren Arbeiten im Freien, weil es dann noch nicht so heiß ist wie am Rest des Tages. Ich besuche Rupa Trivedi, die Inhaberin der kleinen Textilfirma Adif, mitten in Mumbai. Alles, was ein wenig Wert hat, wird in Indien bewacht. Diese Wachmänner kennen mich, aber einen Europäer würden sie ohnehin nicht als Dieb einschätzen, da ein Europäer für die allermeisten Inder immer ein reicher Christ ist. Direkt neben dem Betriebsgelände beginnt einer der vielen Slums Mumbais, und so liegt es nahe, dass viele Arbeiten im Betrieb von Leuten aus dem Slum gemacht werden. Rupa Trivedi hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen aus den Slums Arbeit und Selbstbestätigung zu geben. Dieser junge Mann, Ibrahim, ist einer ihrer besten Näher und kommt aus dem Dharavi-Slum, dem größten Slum Asiens. Dort leben auf einer Fläche von 2,23 Quadratkilometer etwa 600.000 Menschen. Die meisten der Slumbewohner können es sich nicht leisten, für ihren Arbeitsweg Geld auszugeben, und so suchen sie Arbeit in einer Entfernung, die sie zu Fuß bewältigen können. In Indien gibt es traditionell keine Näherinnen. Nähen ist eine anspruchsvolle Arbeit und wird nur von Männern gemacht. Hier bei Adif sind alle Näher Muslims. Arbeiten wie Säumen, Knopflöcher nähen, Bügeln und die Endkontrolle ist schon eher etwas für Frauen. Ibrahim war noch vor einem Jahr Mitglied einer der vielen Jugendbanden, wie sie besonders in den muslimischen Slums existieren. Da er keine Arbeit hatte, beschäftigte er sich mit kleinen Diebstählen und lebte gefährlich, weil in den Slums eigene Gesetze herrschen und ein Bestohlener nicht wartet, bis die ohnehin oft korrupte Polizei erscheint. Heute ist er der beste Näher in der Schar jener, die für Rupa Trivedi arbeiten. Radhika, eine der Färberinnen bei Adif und als erstes verantwortlich für die religiösen Rituale, ohne die eine hinduistische Firma nicht vorstellbar ist. In diesem Haus wird besonders der Beistand Ganeshas gesucht. Er ist Shivas Sohn, ein mächtiger Vermittler und eine Gottheit der Fülle.
Seit über 2 Jahren arbeitet Renuka für Rupa Trivedi. Auch sie ist in einem Slum aufgewachsen und lebt dort bei ihren Eltern. Heute ist sie in der Firma die rechte Hand von Rupa. Renuka started with us when she was 17 and a half. I don't think she was 18 also. No? Just after the school. And when she came here, she had come to sew buttons in her vacation. She was just doing a part-time job for passing time, not really for money, not coming from that angle. But she did a good job of the buttons, and then while she was doing the button sewing, she got interested in the dyeing, and from there on her journey began for the dye. Today she is the master of dyeing. So Renuka the master. That is how I can describe Renuka. Baumwoll- und Seidenstoffe werden hier mit Pflanzenfarben gefärbt. Verwendung findet Shellac, um einen violetten Ton zu erreichen. Heiliges Basilikum, Ocimum sanctum, ergibt ein sanftes Gelb. Krapp, botanisch Rupa cordifolia, einen erdig-roten Ton. Hier geht es darum, einen Kundenwunsch zu erfüllen. Die Kleidungsstücke sollen unregelmäßig gefärbt werden. Es soll so aussehen, als sei die Arbeit nicht perfekt gelungen, was für eine Perfektionistin wie Renuka eine schwierige Aufgabe darstellt. What is special on that? That is harda actually, which is one of the Ayurvedic herbs. The medical herbs that we were talking about. So this is a dye of the harda, and this has been done as a garment and then dyed. So there are 2 shades that we are trying to create on it for the dye. There will be a shade which once it is dried you will be able to Renuka thoda si thon sa beta. And just it is not very visible right now, but you can see there is a slight shade darkness on the edge here and here. Im nassen Zustand ist für mich nahezu kein Unterschied zu sehen. Dry it up. This is for a garment where there is linen, and the ones that you see behind are the plain. 2 different shades, 3 different shades of the plain. Die Arbeit ist gelungen, sieht aber noch immer nicht zufällig genug aus. So gelingt es, sogenannte Abfälle zu verwenden, um Stoffe zu färben. Die Inder verwenden Blütenketten in großen Mengen, die hier nach dem Gebrauch einer neuen Verwendung zugeführt werden. Zuerst aber müssen die Blütenblätter abgerupft werden. Renuka, what are you doing there? This flower used for dyeing. There is a crepe, and here we are trying to match the color of the same on a cotton linen. We have got this is the uneven look we have created, but on this, trying to create an uneven look, if you will see the fabric, it is absolutely even. It is something like we are trying to make a mistake and the mistake is not happening on that one. So we are going to work with this again, and we are trying to get the colors so this looks like a family. But at this point, if you see them, they do look like a family.
in the entire perspective of it. And this is the story of nature. They are never tameable. It's the same fabric, but the color will be so different. So we have to waste enough dye times before we get the right shades for production. This is the example of exactly what we can do. Anyway. Und dann erklärt Rupa Renuka noch einmal diesen komplizierten Sachverhalt. इसके साथ में कुछ तो नजदीक लाना पड़ेगा इसको, है ना अतः? और वो भी चलो, ये जो उसका क्रेप है, इसमें क्रेप तुम्हारा आया है क्या कलर है? देखो अतः कहाँ पर ये शेड है ही नहीं, ये शेड से तुमको चालू करना पड़ेगा। Draußen vor dem Büro diskutiert Mehmet, der Vorarbeiter der Näher, mit einer Freundin des Hauses Probleme, die mit der Musterung der gefärbten Stoffe bei der Weiterverarbeitung entstehen. Ich darf zuerst Mehmet und danach Renuka in sein Zuhause in einem der Slums von Mumbai begleiten. Mehmet kann es sich leisten, mit dem Bus zu fahren. So eine Fahrt kostet umgerechnet an die 5 Cent und da die Fahrkarten von einem Schaffner kassiert werden, ist dieser Preis in der Rush Hour eher eine theoretische Angelegenheit, weil ein sich bewegen in so einem vollen Bus kaum möglich ist. Wir sind vormittags unterwegs und der Verkehr relativ harmlos. Wie alle indischen Großstädte hat auch Mumbai ein Verkehrsproblem, das meistens wie hier mit sogenannten Flyovers, Überführungen, gelöst wird. Endlich kommt Mehmets Bus und verschluckt ihn und alle jene, die noch einsteigen, in seinen feuchtheißen Bauch. Wir fahren komfortabel mit dem klimatisierten Kleinwagen. Ich kenne alle Reisevarianten Indiens und freue mich immer wieder über so einen Luxus. Im Vergleich zu den Bussen sind die Motorrikschas sehr komfortabel, allein schon vom Platzangebot her, und solange es nicht regnet oder die Rikscha steht, spendet der Fahrtwind ein wenig Kühlung. Allerdings kostet eine Motorrikscha um einiges mehr als eine Busfahrt. Auf unserem Weg zum Slum, in dem Mehmet lebt, werden die Straßen immer schmäler. Aber solange man fahren kann, ist man nicht in einem Slum. Und dann ist Schluss mit Klimaanlage und Autofahren. Wir sind sofort umringt von Kindern und anderen neugierigen Nachbarn. Mehmet kommt uns entgegen und ich begleite ihn zu seinem Zuhause. तुम्हारी माँ को टीवी में सबकी फोटो आएगी। Sein Haus, das wie alle anderen in den Slums illegal gebaut wurde, hat eine Grundfläche von etwa 2,5 mal 3,5 Meter, also 8 Quadratmeter. Unten ist das Wohn-Schlaf-Badezimmer. Das Haus verfügt über Strom und fließendes Wasser, also brummt hier ein Deckenventilator und auch der Fernseher fehlt nicht. Dann kommt seine Frau herunter, um die Gäste zu begrüßen.
तो आप ही के लिए तो आए हैं यहाँ पे इनके साथ। अच्छा है ना, बताना नहीं था, नहीं तो प्रॉब्लम है, बताते तो फिर तू तैयार हो जाती है, तो वैसा कुछ नहीं चाहिए, तू जैसी है वैसी। Rupa Trivedi sagte mir etwas später, dass sie selbst noch nie in einem muslimischen Slum gewesen sei, geschweige denn in Mehmets Haus. Und auch in einem hinduistischen Slum war sie erst ein einziges Mal. Man kann davon ausgehen, dass diese Menschen hier das erste Mal einem Europäer wie mir begegnen. Und eine Frau aus der gehobenen Mittelschicht wie Rupa war auch noch nie Gast dieses Hauses. Auch Renuka ist hier das erste Mal. In den Slums sind die Religionen getrennt. Ansonsten leben in Indien Christen jeden Couleurs, neben Hindus jeden Couleurs, Mohammedanern und Buddhisten. Dieser Besuch wird in die Geschichte der Gasse eingehen. Über eine schmale Treppe gelangt man in den ersten Stock mit Küche, Waschküche und Badtoilette mit Balkon. Be careful. Yes, above my head. Yes, cutting. Yes, cutting my head off. Yes. Ich bin mit 1,88 Meter entschieden zu groß für dieses Haus. I'm so mischievous. You what? So mischief. My kitchen. This is bath? Yes, this is The bath? Yes. Yes, bath. Good. And this is our window. Ah, the window is full. Yes, sit down. Ah, everybody's down there. Ah. And the other ones? No, they would खाला is brother ना, आपके भाई। Who is she? She is of a brother or sister? और sister, so मम्मी की बहन की बच्ची, mother's sister's daughter. Ah, mother, sister. And this is? She's also mother's sister's daughter. Ah, and the other one? She's a friend. Friends, no? Yeah, she's just a friend, and he's a mother's sister's son. And this is? उसका भाई and her brother. Aha. Okay. एक ही खाला के सब बच्चे? नहीं, वो अलग। दो हाँ, अलग। वही मैं बोल रही थी दूसरे mother। And she? और आप? He's my brother. Yeah, he's his brother. So they have mother's two sisters. One sister has one son and one daughter, and one is one daughter and two sons. You have your drawings here? Yes, I have now prize. Fantastic. Now you keep doing well. Also ist die halbe Verwandtschaft gekommen, um den Besuch aus dem fernen Europa zu erleben. Möglicherweise wohnt auch ein Teil von ihnen mit in diesem Haus. This is the wardrobe. You can open. Yeah. Ah, washing machine, no? Machine? That's What is it? Washing machine. washing machine. Correct? Yes, good. Where's your price? Prize. Er scheint also auch hier zu wohnen. What do you get it for? What is the price for? Glue. Aha. Glue. This is laser. Sharpener. And one more sharpener. And this is one pencil. In this, 10 pencils are there. One. And this is one color. In drawing I do. What did you get the price for? For? Drawing. Diese Frage lässt er übersetzen. You ask him? Yeah. थोड़ा जोर से। थोड़ा जोर से बोलो वापस। I got this prize in drawing. Unten zeigt man uns noch eine kleine Überraschung. Do they have a name? Not yet. Nach einer Tasse Tee müssen wir noch das Haus eines anderen Mitarbeiters von Rupa besuchen.
Weil ich dort nicht eingeplant bin, lasse ich die Kamera anfangs unauffällig laufen. Dieses Haus besteht nur aus einem einzigen Zimmer mit etwa 10 Quadratmetern. Darin steht ein Doppelbett, auf dem Boden schläft der Großvater, den Rest nehmen Regale und die Küche ein. Unglaublich, wie viele Menschen in ein kleines Zimmer passen. Namaste. आप मुक्ता के भाई हैं? नहीं कुछ नहीं बेटा, मैंने मुक्ता से मैंने बोला था कि मैं यहाँ आऊँगी आराम से। नहीं बैठिए बेटा। But we have to go. We have to. Yes. आप मुक्ता के भाई हो? मैंने फोटो देखी है पर आपका फोटो नहीं देखा था। मैंने सभी मुक्ता लेके आया था एक बार, अभी मैंने नहीं अब जाएंगे, आगे भी जाना है। नहीं कुछ भी नहीं बच्चा, कुछ नहीं। मैं हम लोग This is Mukta's brother. I figured he looks like. And that is his mom. That is his grandfather. That is his grandfather. Dann wird die Kamera entdeckt und ich darf auch mit auf den Film. Zur Feier unseres Besuches wird uns Cola-Limonade gereicht. Eine kostspielige Angelegenheit. Wir verlassen diesen Slum und ich sehe, dass wir hier nicht nur willkommen waren. Unser Gastgeber bestätigte das etwas später, als er sagte, die Leute im Slum meinen, dass ihr nur kommt, um zu sehen, wie dreckig und armselig wir hier leben. Und ohne den Schutz unserer beiden Gastgeber hätte dieser Besuch kein so friedliches Ende genommen. Und dann folge ich Renuka, der Meisterin des Färbens, zum Zuhause ihrer Eltern. Dieser hinduistische Slum unterscheidet sich deutlich von dem islamischen. Das Haus ist einstöckig und misst etwa 10 Quadratmeter. Geschlafen wird in einer Art Hochbett unter dem Dach. Namaste. Namaste. Renukas Vater ist Moped-Rikscha-Fahrer. Auf dem Boden der Küche steht schon unser Gastmahl bereit.
It's near my house. Hier ist auch die Waschgelegenheit. Neben dem Gasherd steht ein Kühlschrank. Dank der Raumhöhe laufe ich hier nicht Gefahr, vom Ventilator skalpiert zu werden. Dann bekommen die Gäste ein traditionelles Stirnzeichen. Die Gastgeberin möchte aus Ehrerbietung die Füße ihrer Gäste berühren, was nur Rupa als Arbeitgeberin Renukas zulässt. Nachdem wir in entspannter Atmosphäre Tee getrunken und etwas gegessen haben, verlassen wir diesen Slum, von dem ich weiß, dass er nicht stellvertretend für alle Slums Mumbais ist. Und ich weiß auch, dass einem Fremden wie mir nie alles offenbar wird, was in dieser bunten Welt alles geschieht. Wir können nur beobachten und Fragen stellen, und beides mache ich mit Leidenschaft. Zum Abschied wiederholt Renukas Mutter für mich noch einmal ihre Geste des Abschieds von ihrer Tochter. Auf der Rückfahrt sehe ich den kleinen muslimischen Teeverkäufer mit etwas anderen Augen als zuvor. Tags darauf will ich das neue, das moderne Mumbai kennenlernen. Auf dem freien Land vor der Stadt erreiche ich über eine mehrspurige Stadtautobahn ein Mumbai, das ich am wenigsten erwartet hatte. Hier residiert das große Geld. Von hier aus wird die Wirtschaft geschaltet und verwaltet. Größer könnte für mich der Kontrast zu der von Leben strotzenden Stadt Mumbai nicht sein. Alles scheint menschenleer wie eine Geisterstadt, dennoch wird jeder dieser modernen Paläste rund um die Uhr bewacht. Für dieses Mädchen gibt es hier nicht einmal Müll, den sie verkaufen könnte. Zurück bei Rupas Firma beobachte ich ein mir unbekanntes Spiel mit mir bekannten Karten. Bei Adif wird mit einer traditionellen Färbetechnik gearbeitet, die sehr arbeitsintensiv ist. Das Tuch wird vor dem Färben auf sehr komplizierte Weise fein und regelmäßig abgebunden, um ein reiches Muster zu erhalten.
Hier sehen wir das Resultat des zweiten Färbedurchganges. Ein paar Tage später möchte uns Radhika noch unbedingt eine alte Höhle zeigen, in deren Nähe sie wohnt. Es handelt sich um die Mahakali-Höhle von Mumbai. Die Mahakali-Höhlen stammen aus dem 2. bis 6. Jahrhundert nach Christus. Insgesamt sind es 19 Räume, die hier in das vulkanische Gestein gehauen sind. Von hier aus haben wir einen hervorragenden Blick auf Mumbai mit seiner modernen Skyline. कितना लंबा का दिखता रहेगा, पूछना कितने लंबे। Kein Tourist weit und breit. Die Räume verfügen über ein ausgeklügeltes System von Wasserrinnen. Hinter dieser runden Mauer ist der Shiva Lingam, das heilige Symbol der männlichen Schöpferkraft des Shiva. Die Wissenschaft interpretiert ihn gewöhnlich als Phallus-Symbol. In der westlichen Auslegung des Tantra wird der Begriff sogar synonym zu Penis verwendet. Allerdings ist unter Religionswissenschaftlern umstritten, ob hier nicht die Symbolik eines vorhinduistischen Steinkultes hineinwirkt und somit der Linga nicht in erster Linie ein Phallus, sondern ein besonderer Stein ist. Gegenüber der Mahakali-Höhlen wird eine Kuh gemolken, die mir wie ein Symbol Mumbais und vielleicht sogar Indiens erscheint. Ein Symbol für eine Gesellschaft, die reich ist an Kontrasten und Widersprüchen. Für ein Volk, das Gegensätze lebt und zulässt, das bescheiden nimmt und aus seiner immensen Fülle reichlich gibt. Für ein Volk mit einem unbändigen Lebenswillen und Mut zur Veränderung.